Servus Leute, ich bin heute bei Sweetparky in Augsburg und werde meine neue Bauer Hyperlite Skates bestellen. Die sind custom made, weil wir entdeckt haben, einer meiner Füße deutlich anders ist wie der andere Fuß. Und ich werde euch zeigen, wie man so ein Skate bestellt, was man alles wählen kann. Wie ihr wisst, ich bin vor einigen Wochen vom CCM nach Bauer gewechselt. Es war eine schwierige Entscheidung, aber ich denke, ich werde mit Bauer besser kooperieren können. Und ich freue mich riesig, die neue Skates zu bestellen. Let's go! So, der Laden hat noch nicht auf, aber Captain Rotbart, Tobi vom Sweep, müsste da sein. Und bereitet, glaube ich, alles vor. There he is, Captain Rotbart. Ready? Servus Marcel, Scanner ist bereit für dich. Legen wir los. So Tobi, wir wissen beide, natürlich ist ein Custom-Made Skate eine sehr coole Sache, aber es ist für einige Spieler tatsächlich auch eine sinnvolle Sache. Für wen kommt ein Custom-Made Skate in Frage? Custom-Made Skates sind für die Spieler interessant, die einfach zwei unterschiedliche große Füße haben, unterschiedliche Breiten haben, manchmal auch ein Überbein an Stellen, wo es einfach schwierig ist, das auszubessern am Schuh selbst. Oder wenn man zum Beispiel andere Zungen verwenden will für gewisse Schlittschuhe. Ich weiß auch selber, ich habe auch bei CCM auch noch einen Custom Skate gehabt, zwar nicht vom Fußform her, sondern ich habe die Schlittschuhe immer ziemlich schnell kaputt gemacht. Ich habe sie einfach immer extra steif machen lassen, dann hat die Schuh lang genug gehalten. Genau. Also Zeit für den Scan. Ich habe auch genau die gleichen Socken an, die ich normalerweise für Eishockey trage, damit der Scan ganz genau wird. Und jetzt gehe ich in den Scanner rein. Und Tobi, was machen wir jetzt? Ja, wichtig ist, dass der Marcel schön gerade da steht, ein bisschen in die Knie geht, dass wir wie auf dem Schlittschuh stehen. Dann starten wir den Scan. So, und da haben wir schon ein Ergebnis von Marcel. So, bei Marcel sieht man hier ganz gut, dass der rechte Fuß größer als der linke ist, um eine halbe Nummer fast. Und die Fußdicke variiert nochmal, das heißt, wenn ich hier drauf drücke, zeigt der Scanner auch genau, welcher Fuß breiter, welcher schmaler ist. Plus man sieht hier jegliche Einstellung vom Fuß. Beim Scannen ist eigentlich immer das Wichtige, dass hier das Volumen des Fußes gemessen wird und nicht nur Breite und Länge verglichen wird. Bei Marcel sieht man ganz gut an dieser Stelle hier vorne, dass er hier ein leichtes Überbein hat, was einfach für eine Custom-Made-Bestellung wichtig ist. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier auch so eine Notiz anbringen und zu sagen, wir hätten gerne den Schuh hier einen Tick weiter gebaut, dass einfach hier keine Druckstellen entstehen, da der Custom-Made-Schuh schon ein bisschen härter ist und dadurch natürlich Druckstellen entstehen können. So, nach dem Scan von Marcel hat man hier oben die Möglichkeit auf Custom zu gehen und hier definiert der Scanner, das System, genau die Größen. Das heißt, wir haben auf dem linken Fuß eine Größe von 7,25, auf dem rechten Fuß eine Größe von 7,5. Somit könnte man auch die Breiten verändern oder auch, wie gesagt, Notizen beim Scan anhängen, wo man sagt, in dieser oder jener Stelle hätte ich gern verändert. Im Custom-Bereich wird immer so bestellt, wie hier oben angezeigt wird. Das heißt, normalerweise wird der linke Schuh auf 7,25 produziert und der rechte auf 7,5. Man kann das natürlich abändern in 7,5 oder in 7,25, je nachdem, wie man den Skate spielen will. Also ich denke, es ist schon sinnvoll, wenn man schon auf den Custom Skate geht und der eine Fuß ein bisschen größer ist wie der andere, dass man schon zwei unterschiedlichen Größen dann doch bestellt, wenn man schon Custom bestellt. Genau, das macht Sinn auf jeden Fall. Also jetzt bin ich auf die Bauer-Webseite und mein Scan wird auch zu Bauer reingeschickt und auf der Grundlage des Scans werden meine Schlittschuhe gebaut, aber ich kann hier auch andere Sachen auswählen. Also ich habe einen Hyperlite Skate bestellt und da gibt es viele Customize-Optionen. Manche sind eher für Show, manche sind dann tatsächlich wichtig. So, ich glaube, Tobi, das ist gar nicht hier wichtig, weil der Fit und die Größe wird sowieso bestimmt von meinem Scan. Richtig? Genau, die wird übernommen. Also Eyelets, die Ösen. Also ob ich die normalen nehme, ich habe immer die normalen gehabt. Tobi, was ist der Unterschied jetzt beim Performance zwischen den Hyperflex Eyelets und den normalen? Die Hyperflex, du hast einfach mehr Range, wo du nach vorne ins Knie gehen kannst, weil sie einfach mehr Neigung nach vorne zulassen.
Die Standardösen sind da ein bisschen steifer. Okay, und wie ihr mir immer hört, geht's in der Hocke, geht's ins Knie, flex den Schuh, also werde ich die Hyperflex Eyelets probieren. Farbe, na, jetzt natürliches Farbe, so eine Sache, man muss nicht zwingend eine andere Farbe bestellen, es kostet ein bisschen mehr, aber wenn schon, denn schon heute und ich glaube hier Rot, Blau, Marcel Juhas, Marcel's Hockey School Farben, gar nicht so übel, sieht ziemlich hübsch aus. Bootflex. Also ich denke, ich bin ein relativ guter Schlittschuhläufer. Ich hoffe es. Und da habe ich tatsächlich gern einen sehr harten Schuh. Also ich kann einen normalen Flex wählen oder einen steifen Flex. Also gehe ich hier auf Stiff Flex ein. Das wird der Schuh allgemein ein bisschen fester machen. Das ist nicht für jedermann, aber viele Profis spielen mit extra steife Schuhen. Liner. Da kenne ich mich wirklich nicht so sehr gut aus. Tobi, kannst du mir da ein bisschen helfen? Also du hast da die normalen Liner Lockfit Pro, der auch im normalen Schuh verbaut ist. Das ist, sprich, über das Fitting ist es einfach so, dass der Schlittschuh besser angefittet werden kann und man hat ein bisschen mehr Halt über das Inlay. Grip ist dann halt noch einmal fester, du wirst fester im Schuh gehalten. Und dadurch natürlich sitzt er noch ein Tick enger. Okay, dann überlege ich mir das noch, weil ich möchte, dass mein Fuß ganz, ganz fest in dem Schuh sitzt und vor allem überhaupt nicht rutscht. Das ist noch eine kleine Überlegung. Gehen wir weiter auf die Zunge. Ich habe hier den Wahl zwischen den Standard Aerolite Zunge, die in jedem Bauer Hyperlite Skate kommt. Das ist eigentlich eine echt schöne Zunge, aber viele Spieler, auch ältere Spieler wie ich, total oldschool, den normalen Filz Zunge oder ich kann mit doppelter Filz bestellen oder was ist das hier? Molded Felt, also eine andere Art vom Filz. Hier steht Lightest and Thinnest Tongue for Performance, also sehr, sehr dünn. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin ein bisschen anfällig für diesen sogenannten Lace Bite, wo die Zunge ins Knöchel reinschneidet. Jeder kennt das. Das tut wirklich weh. Ich werde tatsächlich den Standard Aerolite Zunge auswählen. Die finde ich sehr gut. Und da werde ich das dann nehmen. So, Schnürsenkel, nicht so wichtig, aber ich spiele mit gewachsenen Schnürsenkel. Ich finde, dass die halten besser die normalen... Was geht hier ab in Augsburg, Tobi? Ich meine, das ist gefährlich. Gangster City hier beim Sweep Hockey. Nicht so wie in Landsberg. Nicht so wie in Landsberg, nee. Das passiert nicht so viel. Ja, das ist eine ruhige, schöne Stadt. Auf jeden Fall. Standard oder gewachsen, ich finde, dass die gewachsenen einfach besser und länger fest bleiben. Ich nehme gewachste Schnürsenkel, aber das ist wirklich Geschmackssache, hat wenig mit Performance zu tun. Kufe. Man hat die Möglichkeit zwischen den Pulse TI, den normalen Pulse und den Carbon Light. Und ich finde tatsächlich die Kufen mit dieser schwarzen Carbonbeschichtung besser. Die halten den Schliff länger, man muss die nicht so scharf schleifen, aber die greifen trotzdem sehr gut ins Eis. Dadurch kann man auch gut gleiten und das Eis gut greifen. Also werde ich bei den DLC Diamond-like Coating Kufen gehen mit dem Pulse TI. Und ich kann es auch customizen, wenn schon, denn schon. Und meine Name drauf tun, das dauert ein bisschen Zeit. Ich werde das nicht hier alles jetzt reintippen, aber ich kann meinen Namen, meine Nummer, alles eingeben. Einfach eine coole Schnickschnack. So, Profil. Die Kufen kommen geschliffen. Das ist sehr cool. Und man kann ein normales Profil nehmen, gar kein Profil oder ein Performance-Profil. Das ist wirklich ein Thema für ein anderes Video, was überhaupt ein Profil ist. Im Grunde genommen wird die Rundung von den Schlittschuhen ein bisschen anders abgerundet. Man hat Teile der Schuhe, die fürs Gleiten gedacht sind, fürs Drehen gedacht sind und fürs Beschleunigen gedacht sind. Und wenn jeder Teil der Kufe ein bisschen anders abgerundet wird, kriegt man ein bisschen mehr Performance draus. Das ist nicht der Schliff. Der Schliff ist was anderes. Wir reden hier vom Profil und ich werde hier den Quad-Profil nehmen. Man hat auch die Möglichkeit von einem dreifachen Profil auch, die viele Spieler auch spielen. Wie gesagt, Thema für ein anderes Video. Und dann den Schliff.
Und, upsala, das möchte ich nicht. Ich nutze tatsächlich, wenn ich Torwart spiele, viele kennen, dass ich Torwart spiele, den sehr, sehr tiefen 3/8-Schliff, aber als Feldspieler, ich mag es gern sehr flach. Ich kann damit gut leiden, einen 1 Zoll. Wie gesagt, ich werde auch definitiv irgendwann ein Schleifvideo rausbringen und euch das alles ein bisschen besser erklären. Desto höher der Zahl, desto flacher der Schliff. Der Kufer ist genauso scharf, aber man kann damit besser gleiten. Ist aber allerdings etwas gewöhnungsbedürftig. So, und das sind die Möglichkeiten, die ich hier habe. Ich habe meine Custom-Option hier in den App gewählt. Das wird zusätzlich zu meinem Scan nach Bauer geschickt, weil der Schuh wird genau an meinen Fuß angepasst. Alle anderen Sachen, so wie Bootflex, Liner, Zunge und so weiter, sind Optionen, die ich wählen kann, die aber nichts mit dem Scan zu tun haben. Dann wird es bestellt. Bisschen gedulden muss ich mich, aber ich freue mich riesig auf die neuen Skates. So, haben wir einen Anruf bekommen. Skates sind da. Dauert in der Regel bei den Custom Skates so 6 bis 8 Wochen. Meine waren Anfang der Saison bestellt. Da ist meistens viel los, also hat es 8 Wochen bei mir gedauert. Ich freue mich riesig, werde die jetzt mal zum ersten Mal anschauen und dann professionell vom Tobi fitten lassen. Ich gehe jetzt rein, bin gespannt, es geht los. So, looking good, looking good. Jetzt bin ich gespannt. Versiegelt mit einem Brief. So, jetzt mal schauen, was in dem Brief ist. Ich kenne mich da wirklich überhaupt nicht aus. Also das ist echt cool. Congratulations Marcel, ich habe ein paar Custom Skates, das Ganze werde ich nicht durchlesen, weil es zu lang wäre für ein Video, aber echt coole Sache, kleine personalisierte Brief vom Bauer und jetzt geht es um die Wurst. Looking good. Blau-Rot. Zunge. Und jetzt mache ich die Kufe ab. Sieht gut aus. So, jetzt werde ich sie fitten lassen, ins Ofen rein tun, schauen, dass die perfekt passen, thermoverformen. Eine Sache zum Customizen, was ich vergessen habe, was tatsächlich sehr wichtig sein könnte, ist die Kufenlänge. Das war mir nicht bewusst. Vor ungefähr 18 Jahren bei meinen ersten paar Custom Skates, das war damals Graf, habe ich sie einfach bestellt, eine halbe Nummer kleiner, weil ich eine halbe Nummer kleiner gepasst habe. Und die Kufe kam dann aber 1 Zentimeter kürzer, wegen dem kürzeren Schuh. Das merkt man brutal auf dem Eis. Ich war zwar ziemlich beweglich, könnte überhaupt nicht gleiten, habe mich langsamer dadurch gefühlt. Wenn ich sie normal bestellt hätte vom Bauer, wäre es mit 263 mm Kufe gekommen, aber ich spiele immer mit 272. Also habe ich auch 272 mm Kufe bestellt. Genau die gleiche Kufe, die ich vorhabe, damit sich nichts anderes fühlt. Bei 263er Kufe würde ich mich ein bisschen komisch auf dem Eis fühlen.
So, das Wichtige bei einem Curve Composite Carbon Schuh ist, dass er nach dem Fitting nochmal überall angedrückt wird. Das heißt, dass einfach Druckstellen, falls welche da sind, weggedrückt werden und dass der Schuh halt einfach eine optimale Passform bekommt. Auch was ihr vielleicht gemerkt habt, diejenigen, die mich nicht gut kennen, wissen, dass ich normalerweise die 4. Öse freilasse beim Schnüren. Das quasi Anti-Lace-Bite Schnurmethode. Ich würde allerdings empfehlen, wenn du zum ersten Mal neue Schlittschuhe anhast und sie fitten lässt, binden sie ganz normal bis nach oben. So kann man sie am besten fitten und dann, wenn du im Eisstadion bist, auch meist kannst du dich entscheiden, wie du die dann binden wirst. So, das ist die zweite Clip von mir auf dem Eis nach ungefähr einer Viertelstunde. Die erste habe ich leider verloren, war aber sowieso nur ganz kurz, weil ich nur rumgerutscht bin und die Kufen dringend nachschleifen müsste. Ich denke, nach einer Viertelstunde laufe ich damit schon jetzt ziemlich gut. So, ich habe sie nachgeschliffen. Das Einzige, wo ich Kritik ausüben muss, der Schliff war nicht gut. Aber das ist zum Glück das geringste Problem. Jetzt fühle ich mich viel besser, schon nach einer halben Stunde. Und was auch noch fehlt, die sind ein bisschen zu tief. Wenn ich ganz tief in die Kurve gehe, dann treffe ich der Schuh aufs Eis. Aber das ist kein Bauerproblem. Ich habe schon beim CCM Cup, zeige euch ein Bild, wie man das beheben kann. Ich werde sie einfach erhöhen lassen. Ansonsten super zufrieden. Okay, und das ist, was ich euch zeigen wollte, diese Erhöhung in meinen alten AS1 Skates. Bei den AS3 habe ich das Problem nicht gehabt, aber wie man sieht hier vorne und hinten 5 mm Absatz, weil oft, warum auch immer, manche Schuhe sind etwas breiter hier vorne, man geht in die Kurve oder beim Übersetzen, beim Untersetzen, trifft man den Schuh auf Mais, rutscht man dann weg. Und von daher werde ich einfach vorne und hinten Erhöhung einbauen lassen und dann ist das Problem gelöst. So, für wen ist ein Custom Skate? Meine Meinung. Weil ich möchte nicht, dass jeder jetzt auf einmal denkt, oh, ich brauche ein Custom Skate, weil das ist wirklich nicht der Fall. Aber für einige Spieler, Spielerinnen ist es schon sinnvoll. Profis sowieso ist ja klar, die Belastung, die Schlittschuhe durchgehen müssen im Profibetrieb, ist echt der Wahnsinn. Die müssen ein bisschen fester gebaut werden. Profis hat auch viele Vorlieben, genau wie die es haben wollen. Die haben sich das auch verdient, Custom Skates zu haben. Dann, auch, klingt ein bisschen komisch, aber wenn Geld keine Rolle spielt. Viele Hobbyspieler haben guten Jobs und früher war ich der Meinung, ja, wieso hat er oder sie ein Custom Skate? Das ist ja gar nicht notwendig. Aber die sagen mir, ich kann es mir leisten. Das Ding passt perfekt an meinen Fuß. Ich fühle mich so wohl da drin. Und bei einem Hobbyspieler oder Spielerin werden sie nicht jedes Jahr ein paar Schlittschuhe brauchen, sondern vielleicht nur jede 3 oder 4 Jahren. Und dann lohnt sich das auch, weil es sich einfach besser anfühlt als, sage ich mal, einen Standard-Skate. Und dann noch dazu, klar, wenn man unterschiedliche Füße hat, wie ich, dann wird man sich sehr schwer tun, im Laden richtig den passenden Schuh zu finden, beziehungsweise vielleicht als 7er passt da euer rechter Fuß und ein 7,5 euer linker Fuß oder was immer. Der eine Fuß ist breiter als der andere, da passt irgendwie gar nichts. Da will man keinen Spaß damit auf dem Eis haben, dann ist der Custom Skate auch sinnvoller. Oder wie der Tobi vorher gesagt hat, bei Überbeine, man wird sie einfach immer ausbeulen müssen und vielleicht ist es nach dem Ausbeulen auch noch nicht perfekt, von daher vielleicht wäre eine Custom Skate eine gute Idee für euch. So, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat, dass ihr gesehen habt, wie sieht ein Custom Skate aus, wie wird es gebaut, was ist anders. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem. Ich finde, die Options, die ich genommen habe, auch tatsächlich sehr gut funktioniert haben. Diese Ösen, diese Flex-Ösen sind richtig, richtig gut, finde ich. Mit der Zunge bin ich sehr zufrieden. Natürlich finde ich, dass die richtig cool aussehen, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Allerwichtigste ist Performance. Wie ich mal erwähnt habe, einzige Macke, wo ich wirklich sagen muss, das muss besser werden, wenn man die schon in der Fabrik schleifen lassen, ist der Schliff. Das ging gar nicht. Aber ansonsten, absolute Top-Skate. Bin ich sehr froh, dass ich sie habe. Und vielleicht überlegt sich der ein oder andere von euch, das ist eine sinnvolle Option für mich. Von daher wünsche ich euch viel Spaß auf dem Eis diesen Winter und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.